Wir befinden uns hier in der Technikhalle des Fraunhofer CML im Hamburger Süden. Wir sehen gerade hinter mir einige autonome Transportroboter, Modellroboter, die kooperativ versuchen, eine Transportlösung autonom zu lösen. Bisher ein komplett neues Feld. Das ist echtes Neuland, was wir hier betreten, aber mit großer Aussicht, hier wirklich Mehrwerte für die Praxis im Stückgutumschlag zu erreichen. Häfen sind in vielfältiger Weise gefordert, einen effizienten, sicheren und planbaren Umschlag zu gewährleisten. Der Mensch ist da ein wichtiger Faktor, aber im Rahmen des demografischen Wandels, im Rahmen der Sicherheitsanforderungen und der Planbarkeit nehmen digitale und automatisierte Lösungen mehr und mehr Raum ein. Solche Lösungen zu entwickeln, ist ein komplizierter Prozess. Wir gehen da in 3 Stufen voran. Die erste Stufe ist, solche Systeme zu erdenken und in der Simulation zu testen. Das ist bereits erfolgt. Und die zweite Stufe ist der Test im Modell mit richtigen Motoren, mit richtigen Sensoren. Und das tun wir, bevor wir in die Realität gehen, zunächst in solchen Laborumgebungen, in denen wir sehr viel lernen können, um dann die Phase im Feld abzukürzen und schnell zu machbaren Lösungen zu kommen. Der Mehrwert liegt vor allem darin, dass wir Teile des Transports, der bis jetzt sehr aufwendig manuell gesteuert wird und geplant wird, mit einer Automatisierungslösung planbarer, effizienter und sicherer machen. Die erste Stufe des Projektes bestand darin, dieses Labor aufzubauen, dieses Labor mit Software, mit Hardware auszustatten. Damit sind mobile Roboter gemeint, damit sind Sensoren gemeint und damit sind auch einige Vorarbeiten gemeint, beispielsweise in eine Leitstandsoftware und in die Erprobung von mobilen Robotern für das Hafenumfeld. Im Projekt RoboLab 2 verfolgen wir den Ansatz, dass einheitliche Module, Transportmodule hier dargestellt durch Roboter angewendet werden, um Güter in verschiedenen Konstellationen von A nach B zu bringen. Der kollaborative Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass je nachdem, welche Güter transportiert werden müssen, spezielle Formationen von Robotern aufgestellt werden. Und diese Formationen begeben sich zum bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort, stellen sich in eine bestimmte Formation auf und dann bewegt sich diese Formation, und zwar die nimmt Rücksicht auf die Roboter selber, auf die Ladung und ermöglicht einen Horizontaltransport der Ladung. Die Tests laufen üblicherweise so ab, dass eine Last auf die Roboter draufgelegt wird. Dann wird ein Auftrag versendet. Die Roboter führen diesen Auftrag aus. Parallel beobachten die Kollegen die Bewegungen des Roboters, beheben Fehler und stellen sicher, dass die Ansätze reifer und immer zuverlässiger funktionieren. Die technischen Herausforderungen sind vielfältig. Die Roboter müssen sich zu jeder Zeit präzise lokalisieren. Sie müssen auch sicher navigieren. Sie müssen eine sehr, sehr genaue Trajektorienplanung ausführen. Nicht nur von den Einheiten selbst, sondern auch von der Ladung, die da drauf liegt. Das Innovative an dieser Lösung ist die Skalierbarkeit. Denn während aktuell auf Stückgutterminals verschiedenes Equipment eingesetzt wird, kann es in der Zukunft so sein, dass die Anzahl der Transportmodule einfach aufskaliert werden kann, um die Bedürfnisse des operativen Geschäftes abzudecken. Muss beispielsweise eine Papierrolle von der Kaikante bis ins Lager transportiert werden, so wird ein Modul eingesetzt. Bei beispielsweise längeren Komponenten wie Rohre oder Windenergieanlagenkomponenten können 2 Module eingesetzt werden und bei komplexer und schwerer Projektladung, beispielsweise ein Blockheizkraftwerk, können sich mehrere Fahrzeuge zu einer Formation aufstellen. Darauf wird die Ladung positioniert und dann vom Schiff bis zum Lager transportiert. Der Vorteil, den wir hier in der Laborumgebung haben, ist, dass wir eine hohe Verfügbarkeit haben. Wir können unter kontrollierten Bedingungen mehrmals die Woche Testläufe durchführen. Dies wäre auf einem reellen Terminalgelände in der Form so nicht abbildbar gewesen, da dies einen zu großen Eingriff in die operativen Abläufe dargestellt hätte. Wir setzen fürs RoboLab 2 auf einen 3-teiligen Ansatz. Wir haben einerseits auf den Robotern eine Software laufen, die mit der offenen Robotic Operation Software ROS2 konzipiert ist. Diese kümmert sich um die Aufgabensteuerung auf dem Roboter, dass diese wissen, was sie tun sollen. Dann gibt es einen cloud-basierten Regelungsansatz, welcher verantwortlich ist für die Planung und der Vermeidung der Hindernisse sowie für die konkrete Steuerung der Roboter. Hier kommt ein modellprädiktiver Regler zum Einsatz, der in der Lage ist, Abweichungen
die beim Roboter auftreten, durch Bodenwellen oder durch Ungenauigkeiten im Bewegungsmodell auszugleichen. Und der dritte Teil ist eine Front- und Backend-Software, die einen Leitstand darstellt zusammen, mit welcher diese Aufträge angelegt, gesteuert und überwacht werden können. Die technischen Herausforderungen liegen vor allem in der Koordination. Die Roboter müssen so gut abgestimmt fahren, dass sie sich alle zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position befinden. Da können bereits Abweichungen von wenigen Zentimetern dafür sorgen, dass Kräfte auf die Last wirken, die nicht so vorgesehen sind oder im schlimmsten Fall die Last sogar von den Transportmodulen herunterfällt. Überraschend war vor allem, wie gut und präzise wir die Lokalisierung hier mit unseren Sensoren haben durchführen können, auch in der Bewegung. Eine Lokalisierung auf wenige Zentimeter genau ist möglich und damit ist auch eine Regelung in eben diesem Bereich machbar, sodass die Last sicher auf den Robotern bleibt. Auch die Fahrtplanung, die mit diesen großen, teilweise unförmigen Lasten eine Herausforderung darstellt, insbesondere wenn diese durch Hindernisse hindurchgeschoben und gleichzeitig gedreht werden müssen, ist anspruchsvoll und funktioniert überraschend gut und effizient. Innerhalb weniger Sekunden finden wir da Lösungen. Die Ergebnisse von diesem Projekt bestehen darin, dass es uns gelungen ist, mit 3 Robotern den Stückguttransport von Stückgutterminals auf das Labor zu übertragen. Und die Roboter sind in der Lage, in einer Formation aufgestellt, die Ladung von einem Punkt zum anderen zu fahren. Dabei vermeiden sie Hindernisse, dabei können sie durch Engstellen durchfahren beispielsweise und verlieren dadurch nicht die Ladung. Ja, wir stehen glücklicherweise kurz zum Abschluss dieses sehr interessanten Projektes und wir sind schon mit Industriepartnern im Austausch, um reale Feldtests vorzubereiten und Projektkonfigurationen zu finden mit unterschiedlichen Partnern aus der maritimen Welt, um nun vom Labor in die Realität zu gehen. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie mit moderner Infrastruktur und praxisnaher Forschung. Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Hafenrobotik.